Hey ho Gemeinde, Rock'n'Roll. So, wie angekündigt, jetzt der 97 Duke Motor hier auf dem Motorständer von unserem Fahrzeug, was wir angekauft haben. Ja, hatte ich ja vorgestellt im Video von vor 14 Tagen. Ich blende es mal um ein. Jetzt ist er raus. Ich habe schon angefangen, ihn zu zerlegen. Laut KTM-Reparaturanleitung muss erstmal der Lichtmaschinenrotor runter, dann kommt noch die Kupplung raus und dann stellen wir den jeweiligen Zylinder auf OT und dann gucken wir uns mal die Nockenwellen genau an. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt. Also los geht's, Abfahrt. So, und jetzt wird es interessant. Die einzige Nockenwelle, die wie gesagt, der einzige Nocken, der kaputt ist Einlass Zylinder 2 hinten links, der hier. Der Rest sieht alles noch nicht super aus, aber ne, da ist nichts angefressen, da sind halt Laufspuren drauf, die könnte man wegpolieren. Das wäre jetzt alles kein Drama. Nur halt, wie gesagt, diese eine Seite des Einlassventils oder des Zylinder rechts ist defekt. Und durch die ganzen Diskussionen, die wir ja schon geführt haben mit vielen Kunden, die auch schon diese Schäden hatten und auch Vermutungen, liegt jetzt natürlich nahe, da alle anderen noch einigermaßen in Ordnung sind und das ja auch nicht das Ventil mit der weitesten Entfernung zur Ölpumpe bzw. zum Ölkanal ist, muss hier irgendwas mit der Ölversorgung nicht in Ordnung sein, beziehungsweise im Argen sein. Und dann holen wir jetzt mal hier die Spritzdüse raus und dann schauen wir doch mal, ob die wirklich noch in Funktion ist. Da bin ich mal gespannt. So, jetzt, wie ihr das kennt, wieder schön aufgereiht, die ganzen Bauteile, also alle Innereien, die in diesem Zylinderkopf vorhanden sind. Nockenwellen, Ventilfedern, Ventilfederunterlagen, Schlepphebel mit den Achsen, die Blockierschrauben für die Achsen, die Spritzdüsen, die Shims, die Ventile und so weiter. So, was war kaputt? Habt ihr ja gerade schon gesehen. Also als einziges, was defekt ist, ist Einlassventil links, Zylinder 2. Ja. Der hat richtig den Schlepphebel erwischt. Der ist richtig abgearbeitet. Hier mal den anderen als Vergleich. Ja, den hat es hier richtig dünne gemacht.
Und dementsprechend sieht auch die Nockenwelle so aus. Ja, obwohl das eigentlich doch gar nicht so schlimm ist gegenüber dem Schlepphebel, wo ich immer dachte, der Schlepphebel ist ja das Harte, arbeitet sich weniger ein oder aus als an der Nockenwelle, aber hier ist es eigentlich, ja, ich behaupte mal, relativ 50-50, beziehungsweise eigentlich am Schlepphebel noch ein bisschen heftiger. Eigenartigerweise, wie gesagt, hat auch Zylinder 2 Einlassventil links. Wir haben ja schon viele Nockenwellen bekommen von Kunden oder wurden zugesendet mit diversen Nockenwellenschäden. Hier haben wir zum Beispiel eine, da ist halt Zylinder 1 Einlass links komplett eingelaufen und alle anderen Nocken sind noch in einem guten Zustand. Also hier gibt es auch keine Regelmäßigkeiten bei diesem Schaden. Und daraufhin haben wir uns natürlich gedacht, okay, das kann eigentlich nur daran liegen, dass hier die Spritzdüsen verstopft sind. Ja, weil es gibt dann auch so wilde Theorien, dass hier im Zylinderkopf irgendwelche Bohrungen nicht richtig gebohrt sind oder der Öldruck nicht passt von der Ölpumpe, dass hier oben zu wenig Öldruck ankommt. Aber das Problem ist, dann müsste dann halt auch immer die letzten oder die Nocken, die am weitesten entfernt sind von dem Ölkanal, eigentlich zuerst verrecken. Ja, weil, klar, wenn der Öldruck fällt, ganz hinten, ganz zum Schluss, die sind immer die gearschten, aber dieses Ventil bzw. dieser Schlepphebel ist einer der ersten, der im Kanal Öl bekommt. Nehmen wir uns den Kopf mal. Ja. So ist Fahrtrichtung. Und hier sitzt der Ölsteigkanal. Hier kommt das Öl hoch, verbunden mit dem Steuerkettenspanner, Öldruckschalter. Öldruckschalter sitzt hier. Hier kommt das Öl raus, oben hoch. Drehen wir den mal rum. Jetzt sind wir gegenüberliegend. Hier kommt es rein und wird dann halt über diese Ölkanäle dementsprechend verteilt in die verschiedenen Nockengassen. So, jetzt sehen wir hier eine ganz wilde Konstruktion, denn anstatt hier diese Ölkanäle hier im Vollmaterial laufen zu lassen, läuft das Öl quasi um den Kerzenschacht herum. Ja, ich blende es mal unten ein, das Schemata von KTM, wie der Öldruckverlauf oder beziehungsweise das Öl in diesem Motor läuft, oben in den Nocken. Blau ist eben halt das Öl. Und hier sitzen halt diese O-Ringe drin, in diesem Kerzenschacht. Einmal hier, einmal da. Ja, diese Viton-Ringe. Und dementsprechend halt auch im Zylinderkopf. Da und da. So, und das Öl drücke es mal einen rein. Ja. Fließt um diesen Schacht herum, um diesen Kerzenschacht, dann zu den jeweiligen Einsatzpunkten. Und hier, in diesen Seitenfräsungen, wird das Öl abgeleitet, dann in diese Bohrungen, die dann in den Spritzdüsen münden. So ist das aufgebaut. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben der Öldruck zu schlapp ist, warum auch immer, müsste wie gesagt hier kommt das Öl raus, hier wäre der Öldruck noch vielleicht einigermaßen in Ordnung und wird hier immer weiter rüber zu diesen Nocken dann irgendwann schlapp machen oder beziehungsweise nicht mehr so stark sein und die ganze Nockenreihe auf der Seite müsste eigentlich den Ölmangel tot sterben. Das ist aber nicht so. Wie gesagt, wir haben schon mehrere Schäden gesehen von Nockenwellen und wie gesagt, die Schäden an den Nocken sind wild gewürfelt. Also diese starken Einarbeitungen und auch die kaputten Schlepphebel. Wir haben auch schon gehabt, dass eine ganze Reihe Schlepphebel kaputt waren, nur auf der Einlassseite oder nur auf der Auslassseite oder halt auch diagonal. Und daher gibt es da eigentlich keine Regel, wo man sagen könnte, das ist das Problem. Weder der Öldruck noch irgendwelche Ölkanäle, die vielleicht verbohrt sind,
Das könnte man jetzt ja, vermuten. Das müsste man jetzt mal genau gucken hier, ob das hier alles passt. Aber dann wäre ja hier bei diesem Motor tatsächlich nur ein Kanal falsch, defekt, wie auch immer. Das kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen. Ich habe ja auch mal über reingeleuchtet, mit Bremsenreiniger rein, hier oben mal reingepustet. Das kommt doch gleichmäßig links und rechts raus. Also ja, ich habe mir mal so überlegt, vielleicht baue ich mal so eine Prüfvorrichtung, indem wir halt hier am Steuerkettenspannerschacht mal Öldruck aufgeben, mit einer Pumpe vielleicht. Und wir haben ja die Vorgaben von KTM. Ne, das Motorrad muss ja bei X Drehzahl so und so viel Bar drücken an Öldruck, unten gemessen am Ölfilter. Und da können wir das vielleicht mal simulieren und können wir mal gucken, wie hier diese Spritzdüsen dann arbeiten. Da muss man was einfallen lassen. Aber Fakt ist, bei diesem Motor nichts defekt, bis auf das Einlassventil Zylinder 2 hinten, also links. So, jetzt könnte natürlich auch sein, dass ich beim Reinigen oder dass beim Ausblasen die Verunreinigung in diesem Kanal rausgeflogen ist oder es war eben halt, naja, grisseliges Zeug, was sich halt beim Durchblasen Dreck verabschiedet hat. Hier direkt, ich bin auch hier dann direkt wieder mit dem Drähtchen rein, habe geguckt, ob hier Silikon rauskommt. Hatten wir auch schon bei einem Kunden bzw. bei einem Händlerkollegen, der hat mir das gezeigt. Dann war halt hier diese Düse verstopft mit Silikon, aber war hier leider auch nicht. Gut, also jetzt erstmal Entwarnung. Aber ich habe noch was Interessantes gesehen und das machen wir jetzt mal hier direkt am Zylinderkopf. So, jetzt habe ich euch den Zylinderkopf mal rumgedreht. So, hier ist auch wieder Zylinder 2, hier ist Zylinder 1. Einlasskanalseitig und wir sehen hier einen sehr starken Unterschied in den beiden Ansaugkanälen. Das mache ich jetzt am besten mit der GoPro, dann kommen wir da besser näher ran. Ein bisschen Licht. Ja, und dann seht ihr hier auf Zylinder 2 von Anfang Ventilsitzring bis oben rein, bis zur Drosselklappe hin, ist der ganze Ventilkanal, der ganze Ansaugkanal komplett verdreckst. Braun, dunkelbraune, schwarze Ablagerungen. Die linke Seite, also Zylinder 1, ja ein bisschen, aber nicht so schlimm wie die auf Nummer 2. Ich leuchte mal hier rein und gucken, ob man das sehen kann. Ja. 1, 2. 2, 1. So. Das ist meistens immer ein Indiz für einen undichten Ventiltrieb. Ich versuche es mal von hier oben. Gucken, ob ich das jetzt mit der Kamera auch so kriege. Ja, ihr seht auch hier richtige fette Spuren. Und das sieht schwer nach Verbrennungsrückständen aus. Denn auch das Ventil von Zylinder 2 links, Einlass, ist auch hier oben drauf mit starken Verunreinigungen beaufschlagt. Ölkohle am Einlass. Der Bruder daneben, ja, ein bisschen. Und die Einlassventile auf Zylinder 1 eigentlich so gut wie gar nicht. Und das spricht eigentlich auch dafür, dass wir halt hier wahrscheinlich auf dem Zylinder 2 relativ undichte Einlassventile hatten. So, jetzt geht der ganze Zylinderkopf, so wie er ist, ab zum Bearbeiter, zur Firma Westermann. Und dort wird erstmal in diesem Zustand, also im nicht bearbeiteten Zustand, eine Unterdruckprüfung durchgeführt. Das heißt, hier geht man mit einer speziellen Unterdruckpumpe dran. Die fängt dann an hier zu saugen und da sollte normalerweise dann ein starker Unterdruck entstehen, wenn die Ventile einwandfrei dicht sind. Wenn dieser Unterdruck nicht entsteht, pfeift sie irgendwo durch.
Da werden wir sehen, das wird interessant, was der Andreas mir dann sagt, wenn er den Kopf mal zwischen hat. Falls hier irgendwo Probleme mit dem Ventilsitzen jetzt schon sein sollten, werden wir diese natürlich dann dort beheben lassen. Der Zylinderkopf wird geplant, der wird gestrahlt, Ventilsitze werden gefräst, Ventilkegel werden nochmal vorsichtig beigeschliffen. Natürlich auch das gleiche beim Auslassventil oder bei den Auslassventilen. Aber wir haben bei diesem Motor ja ein, wie soll ich das nennen, ein konzeptionelles Problem. Und was das ist, da kommen wir jetzt zu. So, was meine ich damit? Wenn ich so einen Motor zerlege, der erst 24.000 Kilometer gelaufen hat und der noch nie einen Service in puncto Ventileinstellung gesehen hat, sollte man davon ausgehen, dass der ja in seinen Ventilschims so im Bereich der Mitte immer liegt. Das ist auch bei den 96ern auch. Da sind so Shims drin, wenn die neu sind, von 2,5, 2,6. Je nachdem Einlass, Auslass sind die meisten ein bisschen unterschiedlich. Aber alle so im relativ starken Bereich, also dicken Bereich. Sowas um die 2,5, 2,6, 2,7. Jetzt bei diesem Motor und bei dem Motor davor, den wir gemacht haben, die Videos blende ich mal ein, die Leute, die die Videos kennen, die wissen schon Bescheid, das ist der Motor mit dem, oder das war der Motor mit dem verdrehten Kolben, sind alle Shims, wie gesagt, bei diesem Motor und bei dem letzten im unteren Bereich angesiedelt, also schon ab Werk neu. Das wäre jetzt im Endeffekt ja eigentlich relativ egal, Shims sind Shims, es gibt ja auch kleinere. Dann, oder die gehen ja bis, ich glaube in den Sets gehen die bis 1,75, KTM bietet die auch an, bis 1,75, so rum. Das wäre dann der schmalste oder kleinste Shim. Hier liegen wir aber schon mit dem Motor stellenweise beim Auslass Zylinder 1 bei 1,88 mm ja, und direkt daneben bei 2,0. Das Problem ist ja nun jetzt, wenn ich den Zylinderkopf zur Bearbeitung schicke und die Ventilsitze werden gefräst, auch nur wenn sie ganz leicht beigefräst werden und die Ventilkegel werden leicht geschliffen, wird Material entfernt. Das ist nun mal so, das ist beim Hohnen so, das ist beim Fräsen so und das heißt, das Ventil rutscht immer einen Tacken weiter nach oben. Im schlimmsten Fall, was jetzt passieren könnte, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Ventilsitze relativ undicht sind und unser Bearbeiter muss da relativ viel wegnehmen, damit die Dinger wieder vernünftig dicht sind, rutscht uns das Ventil so weit nach oben, dass wir dann hier oben keine Shims mehr haben. Ja? Dass wir über diese 1, oder unter diese 1,75 mm Shimdicke kommen und dann machen wir ein dummes Gesicht. Das war letztens auch bei dem Motor, da mussten wir sogar Shims machen lassen. Also ich habe dann dickere Shims zum lieben Dennis geschickt, hier nochmal Grüße. Und der hat uns dann die runtergeschliffen bis auf 1,60. Und dann konnten wir die Ventile wieder einstellen. So, jetzt ist das dann natürlich jetzt für diesen Motor fast am Ende. Man kann natürlich immer noch weiter schleifen, das ist klar. Die Frage ist halt immer nur, wie tief versenkt sich dann dieser Shim hier drin. Ja, und hier sind wir schon fast bündig. Wie ist dann der Winkel vom Schlepphebel? Gibt es nachher Ärger? Je dünner die werden, haut er uns nachher hier auf den Ventilteller drauf, bei der Bewegung oder. Also das wollen wir natürlich auch nicht. Das könnte passieren, weiß ich jetzt nicht, müssen wir sehen. Aber ihr seht schon, von Anfang an könnte man schon meinen, dass man eigentlich diesem Motor nie eine zweite Chance geben will. Ja, also schon vom Hersteller aus sagen, ja, der wird einmal so gebaut und wenn dann diese Bauteile halt hier nicht mehr in Funktion sind, undicht sind, eingeschlagen sind, kann man zwar ein paar neue reinmachen, aber danach ist Feierabend, man kann die nicht normal im Punkto Service, Wartung nachstellen oder nicht großartig nachstellen. Die Frage ist, was könnte man jetzt machen, wenn es denn dann so wäre und man kriegt keine Shims mehr oder das geht mit diesen dünnen Shims nicht, dann wäre natürlich die Hardcore-Variante, man muss den Zylinderkopf komplett entkernen. Alle Ventilsitzringe raus, neue Ventilsitzringe montieren und die komplett dann mit neuen Ventilen einfräsen. Also fräsen und dann dementsprechend darauf achten, dass der Ventilüberstand, also der Überstand vom, jetzt ist die Lampe wieder leer,
von Oberkante Ventilführung bis Oberkante Ventil auf jeden Fall kleiner wird, ja, dass das Ventil etwas tiefer sitzt und so kriegen wir oben wieder ein bisschen Luft und könnten wieder dickere Shims fahren. Aber ne, ganz klar, 8-mal Ventilsitze neu mit neuen Ventilen, das wird ein großer Spaß und nicht billig. Gut, geht's weiter. Kommen wir jetzt zu dem Grundbestandteil eines Motors, eines Viertaktmotors, die Kurbelwelle. Ja, da sieht auch noch alles tipptopp aus. Auslasswelle, Lagersitze, Lagerschalen der Kurbelwelle, Pleuellagerschalen, alles einwandfrei. Hat natürlich was gelaufen, klar, 24.000, 25.000, aber war alles im grünen Bereich. Hat nichts gefressen, gar nichts. Hat auch nichts geklemmt, wie bei dem ersten Motor, den wir hier hatten. Sieht alles sehr gut aus. Die Kurbelwelle ist im Maß im unteren Bereich, also wir haben hier 37,98. Das ist eben halt dann schon die unterste Maßangabe im KTM-Reparaturhandbuch. Hier werden also dann die blauen Lagerschalen verbaut, die dickeren. Die roten sind die dünneren. Es gibt ja nur 2 Satz, blau oder rot. Mehr Auswahl haben wir nicht. Ist die Kurbelwelle immer noch zu dick, dann müssen wir sie ableppen. Haben wir ja letztes Mal auch gemacht. Aber hier wird das passen. Hier holen wir jetzt einen Satz Lagerschale blau, ebenfalls auch bei den Pleuellagerschalen, sieht es ähnlich aus. Die sind nämlich noch lieferbar, weil ich gesehen habe. Die roten sind schon teilweise nicht mehr zu bekommen, stehen auf gelb. Warum, kann man sich denken. So, Kolben ebenfalls, wir haben zu Zylinder 1 auf Zylinder 2 haben wir einen Hundertstel Unterschied im Kolben, das ist auch kein Drama. Die werden neu beschichtet. So wie ihr das kennt, ein Satz neue Ringe und dann kriegen die neues Leben. In unserem Motor, wahrscheinlich in diesen neuen Buchsen, die wir dann in dieses Motorgehäuse eingesetzt haben. Ich habe jetzt versucht mal oder geschaut, ob wir diese Kolben ersetzen können, irgendwo aus irgendeinem anderen Motorrad. Aber diese Kolben haben eine extrem große Kompressionshöhe. Ne? Und daher, das ist sehr schwer, da was zu bekommen, weil die meisten anderen Kolben in den Maßen, zum Beispiel von KTM oder von anderen Motorrädern, die so im 88er Bohrungsmaß laufen, sind wesentlich flacher. Ja, also eher ein reiner Slipperkolben. Hier, der ist halt sehr hoch. Ne? Und da gibt es jetzt erstmal soweit nichts. Wir müssten dann ja, Kolben anfertigen lassen. Da bin ich noch in Gesprächen zugange, das weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Vor allem mit der Ersatzteilversorgung bei der Firma KTM. Ja, aber da sind wir, wie gesagt, dran. So, kommen wir zum Getriebe. Jetzt ist das Fahrzeug wohl ein Fahrschulmotorrad gewesen und da ist man natürlich dann immer so ein bisschen eine Fahrschule und Leute, die ja nicht schalten können, dann kracht und krumpelt da drin, aber wahrscheinlich ist es genau das Gegenteil der Fall, denn an dem Getriebe ist überhaupt nichts dran, ne? Gar nichts. Man sieht wirklich an den ganzen Mitnahmeports, da ist die normale Phase noch vorhanden, der Hinterschliff ist noch einwandfrei in Ordnung, also da ist nichts dran kaputt. Also hier kann man sehen, dass eben halt die Fahrzeuge, die Fahrschüler da wohl vernünftig mitgefahren sind. Und natürlich sieht es anders aus, wenn man mit so einem Ding auf der Landstraße daher brennt und die Quickshifter bzw. die Blibber oft ja nicht wirklich gut funktionieren bei diesen Motorrädern. Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Ja, also das ist eben halt auch eine Sache der Programmierung. Das wird zum Beispiel auch bei MCE alles vernünftig durchprogrammiert und dann gehen die Blibber auch butterweich, wenn ihr uns eure ECU schickt. So, also das ist alles gut, das können wir da so weglegen, das werden wir nur sauber machen und da kommt das in unseren neuen Motorblock rein. Und dann kommen wir jetzt noch zum letzten, kommen wir mal eben zu den Zylinderlaufflächen und den Ölpumpen und dann sind wir fertig. So, kommen wir noch eben schnell zur Zylinderbank, die gucken wir mal eben uns die Laufflächen an. Nehme ich wieder mal die GoPro. Jetzt muss ich mein Handy, die Taschenlampe vom Handy nehmen, weil meine Werkstattlampe ist leer. Ja, ich hoffe, man kann das gut erkennen. Also die Druckseiten auf der Einlassseite, da ist nichts dran. Auslassseite auch einwandfrei. Diese weißen Striemen da, das ist von meinem Reiniger aus der Waschmaschine. Die müssen wir noch mit Öl, kann man die rauswaschen. Aber ihr seht keine Riefen, nichts. Auch maßhaltig sind beide so um die 8801, 8802 im Bohrungsmaß.
Daher können wir den Motorblock auch mal so ins Regal packen und als Reserve oder für den nächsten Umbau schon mal auf Seite legen. Gut, dann geht's weiter. So, zum guten Schluss schauen wir uns noch die Ölpumpen an und auch da Saugpumpe, Druckpumpe, keine Beschädigungen oder keine großartigen Beschädigungen. Ja, die Rotoren sind einwandfrei. Ein paar kleine Riefen drin, ja. Ne, die schmeißen wir sowieso raus, die machen wir eh neu. Hier sind ein paar kleine Macken drin. Ne, da ist natürlich das Zeug durchgegangen, was oben vom Stepphebel runtergelaufen ist. Ne, das geht ja, ne, das verschwindet ja nicht. Oder man ist der Meinung, ja, dann mache ich einen Ölwechsel und das war es dann. Nein, nein. Ne, das Problem ist ja, diese Späne sind ja so bombenhart. Und je mehr davon erzeugt werden, umso öfters dürfen die hier durch die Pumpe rattern. Und ja, sie werden leider auch nicht alles oder komplett vom Ölfilter aufgefangen und. Also daher hier immer dran denken, wenn ihr so einen Schaden hattet, am besten auch immer die Ölpumpen, die Rotoren neu machen. Und vor allen Dingen dann in dieses Gehäuse reingucken hier. Ja, dieses Ölpumpengehäuse ist extrem weich. Und wir hatten ja schon bei dem letzten Motor hier, da war alles komplett zerfressen und zerballert. Aber hier sieht es auch noch sehr gut aus. Also das wäre sogar noch zu benutzen. Aber da auch dieses Ölpumpengehäuse nicht wirklich teuer ist, fliegt das auch raus, inklusive der Rotoren. Und das machen wir auch neu bei dem Motor, den wir jetzt wieder aufbauen. So, dann kommen wir zum Fazit. Gut, jetzt habe ich mal alles aufgereiht, was jetzt zum Bearbeiter geht. Das ist natürlich der Zylinderkopf inklusive der 8 Ventile. Das wird spannend, wenn dann die Unterdruckmessung gemacht wird an den Einlasskanälen. Ja, sind sie wirklich alle undicht oder bin ich komplett auf dem Holzweg? Wir werden sehen. Ne? Wie gesagt, da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Die Kurbelwelle geht mit, inklusive des Inkrementenrades. Das wird dann im Set komplett miteinander gewuchtet, auf Kolbengewicht. Beim reinen Zweizylinder ist das ja nicht so ein Riesendrama in puncto Vibrationen, etc. So beim V2, beim Henning hatten wir das ja gemacht, bei dem Rennmotor von der RC8, ne? Oder bei dem RC8 Hybrid, ich blende mal um ein. Da war das direkt ein ganz anderer Motor, also das ist wie gesagt eine ganz andere Charakteristik, viel weniger Vibrationen, ne, dreht schneller hoch und. Da bin ich mal gespannt, wie sich diese Nacharbeitungen hier bei einem reinen Zweizylinder auswirken. Wir werden sehen. Die beiden Pleuelstangen natürlich klar, die werden wir auch oben hier umbauen wieder auf, oder umbauen lassen auf Sonderbronze. Obwohl der Kolbenbolzen nitriert ist, trotzdem lassen wir hier halt wie gesagt die Buchsen reinmachen. Die beiden Kolben werden beschichtet, hatte ich ja schon gesagt. Und da sind wir jetzt auch schon oder haben schon mal eine Anfrage gestellt, was Sonderanfertigungen in puncto Kolben kosten. Ja, also da werden wir jetzt mal die Kosten eruieren und schauen, ob wir hier vielleicht eine Kleinserie machen lassen. Frage ist ja auch noch, machen wir dann nur 97er, also 88er Bohrung oder gehen wir dann auch mit den 98er Motoren weiter? Ja, die haben ja 90, irgendwas Quatsch Bohrung. Also da müssen wir mal schauen. Und wir werden auch versuchen dann hier die beste Qualität zu liefern, die es gibt. Wahrscheinlich dann wieder aus USA, aber das werden wir sehen. So, die Nockenwellen von uns kennt ihr ja schon, die habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Da muss ich jetzt nur noch an der Einlassnockenwelle hier dieses quasi Entlüfterrad montieren für die Motorgehäuseentlüftung am Zylinderkopf. Und ja, das ist aber auch kein Problem. Das kriegen wir hin. Daher würde ich jetzt sagen, sind wir am Ende. Abonnieren muss ich keinem erklären. Seid gespannt, wenn die Klamotten wieder zurückkommen. Natürlich geht dann sofort wieder die Kamera drauf. Dann schauen wir uns das mal an. Wenn ich zwischenzeitlich schon mal weiß, was mit den Einlassventilen ist, mache ich vielleicht einen Short schon mal in der Serie, damit ihr auch direkt wisst, ob ich richtig gelegen habe oder nicht. Das werden wir dann sehen. Okay, dann würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns in 14 Tagen und tschüss.